Weichschmieremittel. Das ist die Schmiere hart. Haben wir die Knüppelhart. Die Unlimited Edition und Nachtversion, Weihnachtsedition. So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Pomade-Shop YouTube-Kanal. Ich bin der Flo und ich begrüße euch wie immer aus unserem Ottobrunner Showroom in Ottobrunn. Und eines vorweg, ich möchte mich für den vielleicht nicht ganz so optimalen Ton heute entschuldigen. Wir filmen heute mit einem Gerät, das nicht das ist, mit dem wir sonst immer filmen. Das ist nämlich gerade außer Haus und deswegen mussten wir auf ein anderes ausweichen, wo das Mikrofon leider nicht ganz so gut ist, aber ich hoffe, es funktioniert trotzdem einigermaßen. Also seht es mir nach, es rauscht eventuell ein bisschen. Was machen wir heute? Ich habe mir gedacht, nachdem der Alex mal ein ziemlich cooles Video gemacht hat, was ich euch hier oben gleich verlinken werde, über alle Lockhartz-Pomaden, mache ich doch auch mal ein Überblicksvideo über eine bestimmte Pomadenmarke, die wir bei uns haben, nämlich die Schmiere-Pomaden. Weil ihr seht schon, ich habe hier einige und ich sage euch gleich, ich habe nicht mal alle, die wir im Sortiment haben, hier jetzt gerade bei mir. Das sind tatsächlich einige und ich kann da durchaus verstehen, wenn dann jemand, der die Marke nicht so gut kennt, so ein bisschen überfordert ist mit den ganzen Pomaden, die es da so gibt. Deswegen möchte ich heute einfach mal so einen Überblick geben. Was gibt es eigentlich alles für Schmierepomaden? Generell Schmierepomade ist eine deutsche Pomadenmarke, die zu Rumble 59 gehört, beziehungsweise dann die beiden Marken gehören ja zum großen Rockabilly Online-Shop Rockabilly Rules und ist eine relativ junge Pomadenmarke, also jetzt kein Klassiker, den es schon seit irgendwie 50 oder 60, 70, 80 Jahren gibt, sondern die gibt es, soweit ich weiß, erst irgendwann in den 2010er Jahren sind die auf den Markt gekommen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, also vielleicht weiß jemand von euch ja mehr, schreibt es dann bitte gerne in die Kommentare. Die haben wasserbasierte Pomaden und ölbasierte Pomaden. Die ölbasierten Pomaden waren zuerst da und mit denen möchte ich einmal anfangen. Und zwar ist ganz interessant bei Schmiere, ich nehme jetzt mal hier 4 Stück raus. Ich habe jetzt hier einen Turm mit 4 Pomaden vor mir und das sind im Grunde die Basispomaden an den ölbasierten. Alle anderen, die ihr hier seht, sind natürlich jetzt hier auch die wasserbasierten, aber nur 2 Stück im Moment, sind alles auch ölbasierte, die hier, aber die basieren im Grunde auf den, sag mal jetzt Standardversionen. Standardversionen habe ich jetzt hier. Ich werde die euch jetzt hier auch groß neben mir ein bisschen einblenden, weil ich die jetzt nicht so gut in die Kamera halten kann. Ich fange mal an, man hat hier 4 ölbasierte Pomaden, wo unterscheiden die sich. Natürlich erst einmal, ganz ähnlich wie zum Beispiel bei Marken auch wie MG-Pomade im Härtegrad. Und zwar hat man da eine weiche Schmiere, eine mittelfeste Schmiere, natürlich eine harte Schmiere und auch eine knüppelharte Schmiere. Fangen wir mit der weichen Schmiere an. Was generell ganz cool ist bei den Schmierepomaden, dass jedenfalls bei den meisten Versionen immer dieser Rabe drauf ist, in verschiedenen Versionen. Hier in dem Fall schaut er so ein bisschen jung und neckisch aus. Generelles Design von Schmiere finde ich Bombe, also das ist on point, das sieht sowas von cool aus. Passt komplett zu Rockabilly, man hat hier so diese Dose schaut so ein bisschen abgeranzt aus, als würde die schon länger im Regal stehen, als würde man mit fettigen Fingern, da auch mal hier sind so Fingerdrücke an der Seite, mit Öl verschmierten Fingern wie aus der Mechanikergarage quasi dann noch zur Pomade greifen und sich schnell wieder was in die Haare machen. Und wie gesagt, dann immer dieser Schmiere-Rabe drauf. Witzigerweise, da kommen wir nachher noch zu, bei den wasserbasierten ist es dann kein Rabe, sondern Papagei. Aber fangen wir wie gesagt mit der weichen an. Wir haben jetzt hier natürlich eine sehr, sehr ölige und sehr weiche, sehr glänzende Pomade, die für die meisten wahrscheinlich eher als Glanztopper oder als zum Haare legen was bringt. Und die Pomade ist jetzt in der roten Dose und die duftet nach Waldbeerenmix oder nach so einem Beerenmix. Ja, da ist ein bisschen Erdbeer mit drin, da ist ein bisschen Himbeer mit drin, da ist ein bisschen Brombeer mit drin. All diese ganzen Beeren sind da drin im Duft verarbeitet. Generell bei den Schmierepomaden ist man mit den Düften relativ, ich sag's mal, jugendlich unterwegs, relativ teilweise auch ganz schön abgefahren unterwegs. Also machen wir weiter mit der Schmieremittel. Da schaut der Rabe schon so ein bisschen böser aus. Man hat schon eine schöne gelegte Locke, das ist die mittelfeste. Und witzig ist, dass hier am oben steht immer die Duftbeschreibung, allerdings immer mit so einem Nickname. Steht jetzt hier Bebop Ahuba, bei der weichen stand Ubi Dubi drauf, also mit einer Prise Bebop Ahuba. Und wenn man jetzt Huber hört, denke ich immer persönlich an einen bestimmten Kaugummi, den ich in meiner Kindheit öfter mal hatte und der auch so ähnlich heißt wie Huber. Da ist noch ein zweites Wort hinten dran. Und das lässt auch schon mal auf den Duft
schließen, denn die duftet absolut nach Kaugummi. Ganz krass nach Kaugummi. Hat hier immer noch einen ziemlich schönen, krassen Glanz, einen schönen mittelfesten Halt. Ihr seht, diese Dosen sind riesig. Das sind richtig wuchtige Klopper mit 140 Milliliter bei den ölbasierten. Kommen wir zum nächsten. Das ist die Schmiere Hart. Hier haben wir jetzt nochmal so einen ganz coolen Raben mit Slickback und so einem Grashalm im Mund und mit einer Prise Shubididoo. Die duftet super sommerlich und zwar nach Orange, beziehungsweise ich finde eigentlich mehr nach Orangeneis und zwar exakt, finde ich, wie dieses Steckerl-Eis, das Orangeneis ohne der Vanillefüllung, sondern dieses Wassereis, was durch und durch das Wasser-Orangeneis ist. Hat einen schon sehr, sehr festen Halt, ist vergleichbar sowas wie mit, ja, ich würde sagen, das ist schon auf jeden Fall so Liga Mary Superior, Rote Decks. Aber es geht natürlich noch krasser. Haben wir hier die Knüppelhart. Man sieht schon, der Rabe ist hier mit Pflaster auf dem Schnabel, mit einem, ja, ich glaube, es ist ja ein Blutfleck auf seinem Unterhemd. Und hier sieht man extra bei dieser Skala, wo hart, weich und hart, mittel, weich und Knüppelhart steht, ist es Knüppelhart, wie jetzt hätte es gar nicht dazugehört, so dazu geschrieben. Und hier haben wir jetzt die Prise Meteor Dust als Duft. Ist schwierig zu beschreiben. Ich finde, es ist so ein klassischer Herrenduft. Es ist so ein bisschen nach Kölnisch Wasser, so ein bisschen wie ein männliches Aftershave einfach. Richtig schöner Duft. Das war meine allererste Pomade, die ich mir gekauft habe. Das war tatsächlich, muss ich sagen, ein großer Fehler. Ich hätte gleich die mittelfeste nehmen sollen, weil das ist ein richtiger Brocken. Also das aus der Dose erstmal rauszukriegen, ist ein richtiger Kraftakt. Dann das in die Haare reinzukriegen, ohne dass man überall Krümel in den Haaren hat. Und dann das auch noch aus den Haaren wieder rauszukriegen. Das ist tatsächlich bei der richtig, richtig harte Nummer. Also eher so eine Pomade für fortgeschrittene Pomadenutzer, die wissen, wie man so ganz krass super feste Pomade verarbeiten kann. Verlinke ich euch jetzt gleich mal hier oben auch noch ein Video, wie der Alex mal so ein paar Tipps gibt, wie man denn eine super feste Pomade, wie zum Beispiel diese hier, leicht verarbeiten kann. Also wie gesagt, wenn ihr anfangen wollt mit Schmierepomade, würde ich euch auf jeden Fall zum Mittelfesten raten. Wenn ihr meint, ihr braucht schon einen ordentlichen Halt, weil ihr habt Wellen oder Locken, dann höchstens zur harten, die Knüppelharte wirklich nur, wenn ihr merkt, dass die harte auch nicht für euch ausreicht. Alles klar, das waren jetzt so die Basis-Schmierepomaden, diese 4 Härtegrade. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht zurecht, ja, was ist denn dann das Ganze hier noch? Das sind einfach Special Editions oder ich nenne es einfach mal Alternativversionen von den klassischen Schmierepomaden. Und zwar gibt es da ganz, ganz verschiedene. Worin unterscheiden die sich jetzt von den klassischen Schmierepomaden? Natürlich einmal im Dosendesign, das zeige ich euch gleich. Dann natürlich in der Farbe von der Pomade innen drin. Die meisten haben einen Farbstoff mit drin. Und auch natürlich dann im Duft. Und ich meine sogar hier und da auch ein bisschen in der Rezeptur. Aber das hat jetzt nach meiner Erfahrung keine großen Auswirkungen darauf gehabt, wie die Pomade sich dann verarbeiten, stylen lässt und wie der Halt ist und so. Deswegen fasse ich die jetzt alle mal zusammen. Ich fange einfach mal mit einer hier an, mit einer Special-Version der Schmiere Mittel. Wir erinnern uns, die Schmiere Mittel, die wir hier hatten, die Standardschmiere, die mit Bebop Aruba, also mit dem Kaugummiduft. Hier haben wir jetzt die Gambling Edition, also mit so einem Pokerraben drauf, mit Poker-Chips und mit Würfeln und mit einer Prise Lucky Number 7 und für schmierige Zocker und Ganoven steht noch da drauf und wie gesagt eine mittelfeste Schmiere, die nach Kokosnuss duftet und das wie gesagt so die Zocker-Gambling-Schmiere Version Mittel. Dann eine Special-Version der Schmiere Hart, der Schmiere Knüppelhart. Wir erinnern uns, die Schmiere Knüppelhart, die diesen Cologne Kölnisch Wasser Aftershave Duft hatte und die super, super, super fest ist, gibt es hier in der Knastversion. Hier der Rabe mit Gitterstäben davor für lebenslangen Halt mit einer Prise Prison Blues. Und die hatte ich auch mal eine ganze Zeit lang in Gebrauch und so habe ich mir die damals auch gekauft, weil ich die Duftbeschreibung so cool fand. Die duftet nämlich laut Rumble59 und auch laut unserer Duftbeschreibung im Shop nach deinem persönlichen One-Night-Stand. Wonach riecht ein One-Night-Stand? Ja, man muss sagen, so ein bisschen süßlich und schwer, so ein bisschen nach leicht billigem Damenparfum, finde ich, aber doch auch mit so einer herben Note drin, die das Ganze halt dann auch nicht zu einer Damenpomade machen, sondern schon eher männlich, lastiger Duft, aber hinten raus mit so einer leichten Süße.
Das ist die Schmiere Knüppelhart Knastversion Special Edition. Sage ich euch noch was zu einer Special Edition, die ich jetzt leider nicht hier habe, aber die bringe ich natürlich neben mir ein. Das ist die Weihnachtsedition einer Schmiere Mittel Special Edition und die duftet nach Spekulatius, also wie diese schönen Weihnachtskekse und das auch wirklich ordentlich. Dann machen wir weiter bei den Special Editions der ölbasierten Pomade. Das Kernthema von Rumble 59 und Schmiere ist ja ganz klar Rockabilly und dann haben die das zum Anlass genommen und haben mal eine Schmiere-Pomadenreihe gemacht, die jetzt keine Raben auf dem Etikett haben und die sich thematisch an dem berühmten Sun Records Label aus Memphis, Tennessee orientiert. Und zwar ist es, für die, die es nicht wissen, das Plattenlabel, das damals in den 50ern die ganzen großen Rockabilly-Stars produziert hat, groß rausgebracht hat. Ja, also Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, all diese Namen gehören zum Sun Records Label und da gibt es auch 3 Pomaden. Und zwar einmal die tatsächlich auch Sun Records heißt. Sieht man auch da oben tatsächlich Johnny, Elvis, Jerry Lee und Carl, eben die 4 großen, die ich jetzt gerade aufgezählt habe. The Legendary Record Label Special Edition, die duftet nach Mandarine. Sehr zitrisch, sehr fruchtig, so ein fruchtiger Cocktail. Ich finde es ziemlich zitronig auch, oder orangig, alles so ein bisschen mit drin, aber ich finde Mandarine überwiegt so ein bisschen. Schmiere Mittel Sun Records Edition. Witzigerweise gibt es die weiche Schmiere nur in der Standardversion. Die gibt es nicht, keiner Special Edition. Machen wir weiter. Die nächste, die Schmiere Hart. Wir erinnern uns, das war die nach Orangeneis duftet. In der Standardversion. Gibt es hier in der King-Version. The King Pomade. Natürlich ist klar, wer ist denn damit gemeint. Der Name steht hier nicht drauf, weil natürlich hat jemand die Rechte an diesem Namen. Natürlich ist hier Elvis Presley gemeint, der ja auch der King of Rock'n'Roll ist. Oder einfach nur der King. Ist jetzt hier die Schmiere The King und die duftet nach Vanille. So ein schöner, angenehmer, ganz dezenter Vanilleduft. Ich lese öfter auf YouTube den Kommentar, dass wir doch mal Schmiere Hart zum Beispiel reviewen sollen. Und dann sage ich immer, haben wir ja eigentlich, indem wir die The King reviewed haben. Ich verlinke euch mal das Review von Max hier oben, der hat die Pomade hier reviewed. Und deswegen habe ich immer gedacht, es wäre gar nicht unbedingt nötig, auch nochmal die Standardschmiere Hart zu reviewen, weil den Duft könnt ihr nachlesen oder ich beschreibe ihn euch hier auch. Und an sich ist es das gleiche vom Styling her und von der Verarbeitung und vom Halt her wie dann die King Schmiere Hart, die der Max in diesem Fall reviewed hat. Aber ich kann absolut verstehen, dass ihr das Gefühl habt, dass Schmiere bei uns dann so ein bisschen unterrepräsentiert ist auf dem Kanal, wo es doch so viele Pomaden gibt. Deswegen habe ich auch heute mich hier hingesetzt und mache jetzt dieses Video, um euch das mal so zu zeigen, dass es da eben alle möglichen Varianten von diesen Härtegraden gibt. Also wie gesagt, The King Hart. Dann haben wir natürlich, was darf nicht fehlen, The Man in Black. Ihr wisst, wer gemeint ist. Johnny Cash. Johnny Cash ist der Man in Black. Steht natürlich auch wieder nicht Johnny Cash drauf, ist klar, sondern sein Spitzname. Das ist die knüppelharte Variante, also die ist genauso fest wie die nach Cologne riecht oder die nach Knast, nach One Night Stand riecht. Und die duftet nach Honig. Süßlich, nach Honig, hat einen bombenfesten Halt, genauso wie die anderen. Cooles Gimmick bei diesen 3 Rock'n'Roll, Sun Records, Rockabilly, Schmiere, Pomaden. Da drin ist ein Dunlop-Plektrum. Also für die Gitarristen oder Bassisten unter euch interessant. Da drin, wenn ihr die leer macht, findet ihr ein Plektrum auf dem Boden der Pomade. Dann machen wir weiter mit den neuesten Schmierepomaden, die wir jetzt aktuell im August 2021 hier gerade bei uns haben. Das ist, ich nenne es so ein bisschen die Rabenband-Schmiere-Reihe. Und zwar haben Rumble 59 bzw. Schmiere sich so eine fiktive Band überlegt mit diesen Raben und haben da 3 Bandmitglieder, die jeweils ihre eigene Pomade haben, so ausgedacht. Und da fange ich an wieder mit der Schmiere Mittel. Und das ist der Hip Shaking Hank, der Sänger der Band, dieser Rabe hier drauf, der die mittlere Schmiere, für die mittlere Schmiere Pate steht, mit Bebop Alula, also nicht Bebop Aruba, das war es glaube ich genau, das ist der Duft, der Kaugummi-Duft, der Standardschmieremittel, sondern Bebop Alula. Und was ist das für ein Duft? Die Duftbeschreibung ist Altbier. Jetzt bin ich hier in Bayern jemand, der nicht so oft ein Altbier
unter der Nase hat, vom Duft her. Ich mag Altbier, ich habe schon mal getrunken, fand es sehr lecker. Ich mag übrigens auch Kölsch, habe ich auch schon getrunken, fand es sehr lecker. Von dem her kann ich nicht genau sagen, ob dieser Altbierduft exakt getroffen ist, weil dazu habe ich, wie gesagt, den Altbierduft zu wenig präsent in meiner Nase. Ich sage auf jeden Fall, es riecht sehr malzig. Es ist durchaus schon eine malzige Note, es ist eine leicht süßliche Note mit drin, aber trotzdem insgesamt eher herb. So viel zur Hip Shaking Hand Schmieremittel Special Edition. Dann machen wir weiter mit der harten Special Edition von dieser Band Schmiere. Das ist jetzt der Bassist, der Low and Lou. Die duftet nach Tabak. Und zwar richtig, richtig angenehm, finde ich. So schön Pfeifentabakmäßig, richtig, richtig schön. Und dann haben wir wieder eine knüppelharte Schmiere natürlich, auch wieder eine schwarze Dose, wie die Standardschmiere knüppelhart. Kommen wir jetzt hier zur Six String Steve, der Gitarrist der Band. Die knüppelharte mit Twang, mit einer Prise Twang. Was ist Twang? Twang ist Kaffee. In dem Fall jedenfalls. Er hat so eine schöne Milchkaffeenote, so schön Cappuccino-like, bombenfest sitzende Pomade. So, das waren die ölbasierten Pomaden von Schmiere, die wir aktuell im Sortiment haben. Ich habe schon angekündigt vorhin, natürlich gibt es auch wasserbasierte Pomaden von Schmiere. Da gibt es 3 Stück, die wir bei uns haben. Und die stelle ich euch jetzt mal vor. Ich habe jetzt leider nur 2 von denen hier. Die dritte werde ich euch gleich wieder hier einblenden auch. Und zwar gibt es auch hier die 3 am öftesten vorkommenden Härtegrade, einfach auch in Wasser basiert. Und zwar sind das die mittlere, die harte und die knüppelharte Schmiere. Ich fange mit der mittleren wieder an. Auch wieder ein riesen Container, sogar 250 Milliliter, eine riesen schwere, wuchtige Dose. Und jetzt wie gesagt mit dem Papagei drauf, immer mit so einem sommerlichen Meereshintergrund in dem Fall. Und die duftet nach Limette. Ich habe das erste Mal dran gerochen und habe irgendwie mich an Cola erinnert gefühlt. Das liegt wahrscheinlich aber daran, dass einfach ein Zitrusduft, das Zitrusduft ein Teil vom klassischen Cola-Duft ist. Ich habe mich dann nochmal erinnert, also es ist in meiner Kindheit jedenfalls, ich weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, von einem, ich sage jetzt mal, der berühmteste Orangenlimonade, die berühmteste Orangenlimonade-Marke, die mit F anfängt und die ganz fantastisch schmeckt. Die gibt's oder gab es damals auch in der grünen Limetten-Variante und die hat original so gerochen, wie diese Pomade riecht. So richtig Vollgas nach Limette, halt eigentlich auch ziemlich herb. Also Limette ist ja so ein bisschen bitterer und so riecht die Pomade. Und ist eben ganz, ganz leicht auswaschbar, ist ein bisschen mehr Chemie mit drin als in den ölbasierten, ist klar. Weiter machen wir mit der Schmiere Hart, da ist jetzt dieser rote Papagei drauf. Im Hintergrund ist jetzt der Strand bei Nacht. Rot lässt schon vermuten, eventuell den Duft, und zwar richtig krass nach Kirsche. Richtig, richtig kräftig nach Kirsche. Und zwar, ich finde original, so wie diese kleinen Kirschlollis, die diese Halbkugelform hatten, die es in grünen oder weißen Stiel, ich glaube beides, oft in so einem großen Glas gibt. Zu meiner Kindheit auf jeden Fall gab es das auch und genauso richtig, so ein richtig, ja, Bonbon-mäßiger Kirschduft. Und die dritte, wie gesagt, gerade nicht in meiner Hand, aber ich blende sie euch hier neben mir ein. Mit dem alten Seemannspapageien, die Schmiere Knüppelhart, wieder eine super, super feste, in dem Fall auch wasserbasierte Pomade und die duftet nach Orange bzw. Grapefruit. Ja, also Freunde von der FOB-Pomade werden den Duft wahrscheinlich wiedererkennen, das ist ziemlich genau derselbe. Hat einfach eine kräftige zitrische Note und die ist halt so richtiger Kleber, könnte man schon sagen. Genau, das ist so das, was ich zur Schmierepomade sagen kann. Die Schmierepomaden generell, also auch die ölbasierten, die zeichnen sich dadurch auch inhaltsstoffmäßig aus, dass sie so ein paar synthetische Zusätze haben, die das Auswaschen erleichtern sollen. Das gibt so manche Leute, die finden das nicht so cool, die sagen dann, deswegen nehmen sie Schmiere nicht so gerne. Ich habe damit absolut gar kein Problem. Stichwort Auswaschbarkeit. Ich persönlich habe mit meinen Haaren jetzt nicht festgestellt, dass die Schmierepomaden leichter auszuwaschen wären als andere ölbasierte Pomaden, aber das habe ich durchaus schon von Kunden gehört, dass das durchaus der Fall ist. Benutzt die Pomaden einfach mal selber, probiert sie mal aus und bildet eure eigene Meinung. Ich finde sie super. Wie gesagt, 2 von denen waren meine allerersten Pomaden, die ich je benutzt habe. Ich benutze auch einige von denen heute immer noch gerne und kann die euch sehr ans Herz legen. Ihr habt eine riesen Auswahl an Düften, eine riesen Auswahl an Härtegraden. Da wird es auf jeden Fall ziemlich sicher für jeden Richtige dabei sein, solange ihr auf Glanz steht, weil eine matte Schmiere gibt es, also eine richtig, richtig matte Clay-Schmiere oder das gibt es, soweit ich weiß, noch nicht. Keine Ahnung, vielleicht kommt da in Zukunft noch mal was. Das wäre es jetzt von mir gewesen über die Schmierepomaden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt gerne einen Daumen hoch.
jetzt wäre auch ein guter Zeitpunkt, mal unten den Abo-Knopf zu drücken, falls ihr es noch nicht getan habt. Die Sekunde gebe ich euch schnell. Alles klar, vielen Dank. Und hinterlasst gerne auch einen Kommentar, was ihr von Schmierepomade haltet, ob ihr die gerne benutzt, welche ihr von denen gerne benutzt, welche eure erste war und so weiter und so weiter. Und dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen. Ich möchte mich nochmal für den leider nicht so guten Ton entschuldigen. Bitte seht es mir nach und nächstes Mal wird es wieder besser. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, bis dahin, macht es gut, euer Flo.